Als ich 3 Level alt war, habe ich nie gedacht, mal Krieger werden zu wollen. Ich habe gedacht, als Magier hat man ein leichtes Leben, mit dem hohen Mana-Bedarf komme ich klar. Da habe ich mich aber geirrt. Jetzt mit Level 20 kann ich kein Krieger mehr werden. Und es fällt schwer, das zuzugeben, aber ich habe mich verskillt. Habe ich mich mit meinem Magier verskillt. Und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget, ja. Wie komme ich auf diese Frage, beziehungsweise auf diesen Gedanken, ob ich mich mit meinem Magier verskillt haben könnte? Weil im Prinzip sieht ja eigentlich alles so, ja, relativ in Ordnung aus, so auf den ersten Blick, ne? Dann hatte mir, ja, vor, ich weiß gar nicht, allzu langer Zeit, ich glaube, es war so letzte Woche irgendwann, im Livestream wurde ich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich momentan der Magier bin, weltweit mit den dritthöchsten Ausdauerpunkten, die verskillt worden sind. Und da habe ich mir so gedacht, bitte was? Ich bin der dritthöchste Magier mit am meisten Ausdauer momentan gerade. Ja, wir können mal in die Rangliste schauen. Ne, ich habe das hier schon so ein bisschen sortiert nach den, ja, nach der Klasse halt eben, nach Magier. Und da befinde ich mich mit den Total Stats momentan gerade auf Platz 39 weltweit. Also wir befinden uns kurz hier vor der Million Total Stats und ja, das ist, denke ich mal, eine ganz gute Platzierung, würde ich so sagen. Da habe ich immer jetzt bisher so drauf geachtet, jo, ey, hier machen wir guten Progress so nach oben und hier langsam aber stetig bauen wir hier so ein bisschen unsere Position aus. Und ja, ich hatte das auch immer so danach sortiert, ne? Nach Hauptattribut und Ausdauer, so halt eben nach Total Stats, so, ne? Sogar nach Totals oder sogar nach Hauptattribut hatte ich dann mal geguckt gehabt, auf welcher Platzierung ich da bin. Da bin ich aber natürlich ein bisschen weiter abgeschlagen. Da bin ich auf Platz 135 weltweit und auch von den Leveln her bin ich jetzt auch nicht so extrem weit oben. Da bin ich auf Platz 113 weltweit bei den Magiern gerade. Deswegen für mich relevant waren dann halt immer die Total Stats und ja, deswegen danach bin ich dann gegangen. Aber worauf ich nie gekommen bin oder auch nie gekommen wäre, ist nach Ausdauer mal zu sortieren. Ja, und das hatte mir tatsächlich, wie gesagt, der Tim, glaube ich, war das, ja, hier letzte Woche mal geschrieben gehabt, ey, sag mal, weißt du schon hier, hier dies und das und so, ne? Und da bin ich halt nie drauf gekommen. Und dann hatte ich mal gesehen gehabt, ja, es ist tatsächlich wahr, dass ich der Magier bin mit den meisten Ausdauerpunkten. Sogar noch vor Scythe und Nachteule, die stärksten Magier der Welt sind, ja. Nur der Chucky und Luca Freak, ja, schöne Grüße, sind noch vor mir, was die Ausdauer angeht, ne? Und das hätte ich halt eben absolut nie im Leben vermutet gehabt, dass ich mich so weit oben befinde von der Ausdauer her, denn eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich wollte mit meinem Magier nie so hoch stehen, was die Ausdauer angeht, so, weil ich habe ja nicht ohne Grund den Magier genommen als Klasse, weil ich halt eben ja sehr gerne sehr hohe ja, Schadenstreffer sehe, sehr geile Crits sehe. Ich mag es halt einfach ja auch squishy zu sein mit einer Klasse und dafür aber richtig viel Damage rauszuhauen. So, und ja, mit dieser Skillung habe ich ja das komplette Gegenteil bewirkt. So, ne? Und ihr wisst ja, dass ich mich immer so im Rahmen zwischen 60-40 und 55-45 halte, was die Skillung angeht, also von den Verhältnis her zwischen Haupt- und Nebenattribut. Und in letzter Zeit bin ich halt einfach ein bisschen mehr auf Ausdauer gegangen, weil ich für mein Empfinden zu wenig hatte, irgendwie so, ne? Und ja, als ich dann gemerkt hatte, ich bin der Magier mit den drittmeisten Ausdauerattributen weltweit, habe ich mir dann schon so gedacht, okay, krass, was machen denn die anderen Magier? Oder, ne, wenn die so denken, ja, also zu tanky, das bin ich jetzt schon irgendwie, ich skill jetzt mal noch mehr auf Schaden, so, ne? Aber wenn man so mal in die Ranglisten schaut, ja, dann hat man hier oftmals bei vielen fetten Magiern, auch hier alleine bei uns auf den Servern,
eine Skillung, wo halt eben das Hauptattribut deutlich, also nicht überall natürlich, aber deutlich im Vorteil ist so, ne? Also, dass das sehr krass überwiegt hier so, ne? Nachteule hier sieht man jetzt nur mal als Beispiel so, ne? Was die Leute hier für Hauptattribute im Verhältnis haben zu den, zum Nebenattribut, ist halt einfach krass so, ne? Und ja, ich hatte mir dann halt eben nur so gedacht, okay, ich gehe halt immer in 50.000er Schritten, dann mache ich mal Intelligenz 50k mehr, dann ziehe ich Ausdauer nach, Intelligenz 50k mehr, immer Ausdauer nachziehen. Also Ausdauer habe ich immer nachgezogen. Ja, aber dann ist mir halt eben einfach bewusst geworden, okay, ja, ich bin vielleicht doch ein bisschen für meine Verhältnisse ein bisschen zu tanky. Ja, also man kann nie tanky genug sein. Gerade so für den Sandsturm. Jetzt auch ist es halt eben sehr gut, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Leben hat als vielleicht nötig, weil man dann vielleicht noch so einen Treffer mehr überlebt, so einen zweiten und so, und dadurch dann den entscheidenden Schlag setzen kann. Ne? Dadurch ist es schon sehr vorteilhaft, sag ich mal. Aber ja, es war auf jeden Fall nicht meine Absicht, so doll tanky dazustehen im Verhältnis. Und also ich sehe das immer im Verhältnis zu den anderen Klassen und im Verhältnis zu den anderen beziehungsweise zu den anderen Chars, die dieselbe Klasse haben, bin ich schon sehr gut tanky. So. Und natürlich ist jetzt die Phrase, sag ich mal so, ob man sich verskillt hat, natürlich ein bisschen, ja, überspitzt dargestellt, weil verskillt heißt für mich, wenn man sich komplett falsch geskillt hat. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie anstatt auf Intelligenz auf Geschick oder Stärke geht oder Ausdauer mehr hat als Intelligenz. Ja, aber selbst dann ist man auch nur temporär verskillt, weil das kann man ja trotzdem im Nachhinein immer noch rausholen. So, ne? Und so werde ich jetzt meine Skillung auch die nächsten Tage dann und Wochen und Monate, wird es bei mir auch so aussehen, dass ich jetzt halt wieder deutlich mehr auf Intelligenz gehe. Das war ja eh schon mein Plan gewesen. Und dann Ausdauer einfach, ja, wieder dann irgendwann mal nachziehe. Es war jetzt mein Plan, auf 600k zu gehen und dann Ausdauer auf 500.000 nachzuziehen, sodass ich da stehe 600.000 zu 500.000. Aber ich glaube, ich werde jetzt direkt durchziehen auf 650.000. Also direkt nochmal, ja, 120k mehr Intelligenz drauf und dann werde ich Ausdauer einfach dann auf 500.000 ziehen, sodass wir 500.000 zu 650 haben und dann halt nicht mehr in diesen 50er Schritten auseinandergehen, sondern dann ein bisschen weiter. So, ne? Ich habe hier momentan auch gerade die Skillung, wie ich momentan gerade aufgeteilt bin von den Attributen her. Hier haben wir einmal die Basispunkte in Summe, ja, einmal hier das Hauptattribut und dann einmal Ausdauer, ja. Da sehen wir, dass ich im letzten Monat hier knapp 10k gut gemacht habe an Int. Ne? Ich hatte jetzt hier aufgehört gehabt, Ausdauer zu skillen. Genau, habe jetzt diesen Monat über 10k Basispunkte gemacht und von den Basispunkten her bin ich momentan auf einer Skillung von 55 zu 45. Also gerade so, dass ich sagen könnte, okay, das ist für mich noch akzeptabel. Ansonsten wollte ich ja nie unter diese Marke gehen, hier unter diese Marke von 55 zu 45. Ja, das ist so das, was ich halt finde als Magier, ist so schon das, ne, das Tankigste, sag ich mal. Also ich würde niemals versuchen wollen, mit Absicht auf 50-50 mit einem Magier zu gehen oder so. Das würde ich mit einer Klasse wie ein Krieger machen, vielleicht noch mit einem Kundi, aber mit einem Magier, weiß ich nicht. Und deswegen wird es für mich jetzt allerhöchste Eisenbahn auf jeden Fall, mehr Intelligenz jetzt zu pushen, dass wir hier wieder in die Bereiche von 60 zu 40 gehen hier so, ne? Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. In Summe sehen wir hier halt die Total Stats, die ich letzten Monat gemacht habe. Natürlich auch deutlich mehr hier in das Hauptattribut als Nebenattribut, aber selbst hier bin ich sogar noch unter meinem Schnitt, den ich mir eigentlich selbst gesetzt habe. Ne? Also ihr seht schon, es ist schon eine leichte Verskillung da, in dem Sinne, dass ich jetzt halt einfach sagen muss, ey, ich muss jetzt halt einfach Intelligenz jetzt wieder pushen. So, es ist an der Zeit. Ne? Es ist an der Zeit und natürlich ist hier nichts verloren und natürlich ist auch Ausdauer nicht gewastet in dem Sinne. Und es kann auch jeder so machen, wie er möchte. So, ne? Selbst wenn ihr Magier seid und selbst wenn ihr 50-50 skillt, ne? Dann ist das so. Dann seid ihr trotzdem nicht
schlecht oder so. Es ist halt für euer eigenes Empfinden, was ihr halt eben euren eigenen Anspruch, welchen ihr da gerecht werden wollt. Und für mich persönlich finde ich halt, als Magier hat man die beste Skillung so 60:40, so das ist so auf jeden Fall das, wo ich jetzt auch in die Richtung gehen möchte, ne? Zwischen 55:45 und 60:40, so in dieser Range. So, wenn man da sich in der Mitte befindet zwischen den beiden hier, dann ist das okay. So, ne? Deswegen für mich jetzt so dieses Signal jetzt gesetzt worden, seitdem ich darauf aufmerksam gemacht worden bin, du bist hier der dritthöchste Mage mit den meisten Ausdauer, habe ich mich halt einfach tatsächlich sehr stark gewundert, was die anderen Magier so weltweit gemacht haben. Beziehungsweise wo ich halt stehe, so, ne? Weil es überhaupt nicht meine Absicht war, in die, auf den Podestplatz zu kommen, beim Nebenattribut von meinem Magier, so, ne? Also, ja, ich bin jetzt quasi der dritthöchste Magier mit den meisten Ausdauer. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht beibehalten. Ja, deswegen auf jeden Fall, der Fahrplan ist klar, die Richtung ist klar, ne? Und verskillt ist man dadurch jetzt noch lange nicht. Ja, man kann das ja auch immer so ein bisschen variieren und ausgleichen. So, ne? Guck mal, zum Beispiel, ich bin jetzt relativ tanky als Mage, sag ich jetzt mal. Für Mage-Verhältnisse bin ich jetzt relativ tanky. So, das kann ich ja auch wiederum wettmachen, wenn ich zum Beispiel eine Waffe habe, die eine sehr volatile Spanne hat. Das kann ich zum Beispiel dadurch ausgleichen. So, ne? Andere gleichen das zum Beispiel andersrum aus. Was meine ich damit? Andere sind zum Beispiel sehr volatil, was die Skillung angeht. Die sind ja nicht so wie ich jetzt gerade 55:45, sondern die sind 60:40 oder vielleicht sogar 70:30, gibt es ja auch teilweise. Ne? Dann sind die halt von der Skillung her sehr volatil, aber von der Waffenspanne her sind die halt eben sehr konstant. Das heißt, die haben nicht so eine hohe Schadensspanne rechts raus und sind dadurch ein bisschen konstanter in der Ehrenhalle durch die Waffe. Und so kann man das sich natürlich auch wiederum ein bisschen ausgleichen. Bei mir, ich habe halt eine sehr hohe Spanne für den PvP-Bereich, was sehr volatil ist, aber als Magier bin ich relativ gut tanky geskillt, was das wiederum wieder ein bisschen ausgleicht. So, ne? Deswegen ist hier nichts verloren, sage ich mal so. Ne? Im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden mit meinem Magier, um das nochmal unterm Strich zusammenzufassen, so wie ich das jetzt gerade fahre hier. Ne? Nur, dass ich jetzt halt eben in Zukunft noch ein bisschen mehr auf jeden Fall in Intelligenz reingehen werde. So, ne? Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal mitteilen. Ne? Moin, hier spricht der dritttankigste Magier weltweit. Oh Gott, Alter. Und ohne das irgendwie heraufbeschworen zu haben oder ohne, dass das meine Absicht gewesen ist. Ne? Jo, Freunde, ansonsten war es das soweit für das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein bisschen kleines Update über meinen Main-Char, was hier jetzt gerade so abgeht. Und das war's soweit. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische, so wie jeden Tag eigentlich. Und bis dahin, danke für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.